Die Drohne ist im Kirschbaum gelandet. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Naja, geht. Hey Leute, es ist ziemlich früh am Morgen. Ich bin auf dem freien Feld und habe vor, hier die Active Track Möglichkeiten der Mavic Air 2 auszuprobieren. Mal gucken. Viel Spaß. So, erstmal müssen wir die Mavic Air in die Luft bekommen. Mavic Air 2. Ich habe mich am Anfang immer gefragt, wie man dann ein Ziel auswählt, ob es dann einen speziellen Modus gibt, aber nein, das ist einfach der Videomodus und man zieht mit 2 Fingern um das Objekt herum. Fertig. Und dann seht ihr jetzt schon, die Drohne ist noch in keinem Modus, sie nimmt zwar auf, aber sie ist jetzt in keinem dieser Modi, aber trotzdem bleibt sie auf der Stelle und verfolgt mich als Ziel. Das ist super cool und ich kann auch währenddessen die Drohne hoch und runter bewegen, wie man jetzt sieht. Nach vorne und hinten fliegen, aber die Drohne zentriert mich immer in der Mitte. Ist ein cooles Feature. Wie man hier sieht, auch bei dem, wenn ich immer näher komme, es hält mich praktisch immer in der Mitte. Und da verliert sie mich mal kurz. Auch wenn das Ziel ziemlich klein ist, trackt die Mavic Air 2 einen sehr, sehr gut. Es sucht natürlich nach scharfen Kanten, nach Kontrasten und zentriert so praktisch ein Objekt. Es funktioniert nicht nur mit Menschen, sondern auch mit irgendwelchen Kirchtürmen oder so. Hier ist gerade der erste Modus, und zwar ist es der Verfolgemodus im Parallelprogramm. Das heißt, die Drohne fliegt neben einem her und versucht Schritt zu halten. Gelingt immer besser, mal weniger gut. Wundert euch nicht, das ist manchmal ein bisschen schwierig hier mit dem HDR-Modus der Mavic Air 2. Ich würde, wenn man es später color gradet, eigentlich den Cine-like empfehlen. In dem Fall habe ich es falsch gemacht. So, ich bin jetzt hier und versuche mal das Rotieren auszuwählen. Hier einmal schnell nach rechts oder schnell nach links, also man kann die Geschwindigkeit variieren. Und dann kann man sich praktisch bewegen und die Drohne kreist automatisch um einen und zentriert einen weiterhin in der Mitte. Dabei kann ich auch wieder Höhe selbst bestimmen. Ich kann bestimmen, wie weit die Drohne von mir weg ist, aber muss mich praktisch nicht um mich selbst als Ziel kümmern, sondern ich bleibe immer in der Mitte und bestimme dann, wie hoch die Drohne fliegt, wie weit von mir weg. Sehr, sehr cool, funktioniert wirklich gut. In dem Modus sind noch die Sensoren an, also wenn ich zu tief fliege, dann merkt das die Drohne. Ich kann auch währenddessen die Richtung ändern. Funktioniert auch gut. So, hier versuche ich mal vor der Drohne irgendwie in Deckung zu gehen. Und zwar seht ihr, wenn ich da in die Gräser verschwinde, dann hat die Drohne ein Problem, mich zu finden. Kriegt mich aber direkt wieder, wenn ich aufstehe, wie man da sieht. Also es macht sie wirklich sehr, sehr gut. Hier fliege ich weit weg.
Wenn ich nochmal die Sensoren anspreche, an den Seiten hat sie keine Sensoren, weshalb sie auch später in den Baum fliegen wird. Also das immer mal im Hinterkopf behalten. Dieses ganze Feature macht wirklich Sinn, und zwar nicht nur für einen selbst, sondern auch für andere Ziele, weil man dadurch einfach ein bisschen geführt wird. Funktioniert wirklich Während gut. die Drohne um mich kreist, hoffe ich, dass du was mitnehmen konntest bei dem Video. Es funktioniert wirklich gut mit diesem Active Track. Und wenn du weiter so Videos sehen willst, dann abonniere gerne den Kanal. Dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, mach's gut. Ja, und jetzt will ich schön weit ausholen, dass es cool aussieht, der Kreis. Und, ja, genau, das passiert dann. Denkt da dran. Macht's gut.